Danke, dass Sie erschienen sind, meine Herren. Ihre Nachricht klang dringend. Was gibt es denn? Haben wir etwa größere Probleme? Ja, die haben wir. Die jüngsten Schlachten waren verlustreich für uns. Ich habe gehört, dass es viele Verletzte gibt. Wie ungünstig. Sprechen Sie von einem bestimmten Lazarett? Soweit ich weiß, sprechen wir über Mudros, ein beliebter Anlaufpunkt für Hospitalschiffe. Richtig. Und genau solche brauchen wir jetzt verstärkt. Hatten Sie an bestimmte Schiffe gedacht? Ich habe mich bereits um ein großzügiges Aufgebot gekümmert. Aber ich muss noch von Ihnen wissen, wie es um die Britannic steht. Von der White Star Line? Ist die nicht zurück in die Werft entlassen worden? Richtig. Sie wird gerade für den Liniendienst umgerüstet. Wir werden das Schiff nochmal brauchen. Informieren Sie alle zuständigen Personen, dass die Britannic noch ein paar Fahrten nach Mudros erledigen muss. Wie Sie wünschen. Da wird sich die Begeisterung aber an Grenzen halten. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen jedes verfügbare Schiff. Die Aquitania ist leider beschädigt und kann nicht zur Verfügung stehen. Ich verstehe, Sir. Willst du wirklich zurück in den Krieg, Percy? Ich muss. Die brauchen jeden verfügbaren Mann. Aber du hast deinen Beitrag doch schon geleistet. Ich habe dabei wirklich kein gutes Gefühl. Mach dir keine Sorgen. Du weißt ja, ich komme zurecht. Außerdem ist Matthew Corley auch im Krieg und er ist der rechtmäßige Erbe von Robert. Lass dich doch umstimmen. Ich mache mir Sorgen, wenn du auf Schiffe gehst. Denk an die Empress oder die Titanic. Es wird mir gut gehen. Wirklich. Wo sind denn nur meine Papiere? Ah, hier. Gut. Bis bald, Schatz. Pass auf dich auf. Fahr ja zu, Kutscher. Herr Doktor, Was ist? wir haben eine Nachricht von der Admiralität erhalten. Was schreiben Sie? Sie schreiben, dass die Britannic kommen wird. Und wann? Das stand nicht da. Sie sollen sich langsam beeilen. Die Leute hier bluten mir langsam vom OP-Tisch runter.
Eigentlich hätte ich die Britannic schon jetzt gerne als Liniendampfer gesehen. Aber jetzt fahren wir eben nochmal nach Mudros. Ich stimme zu, Sir. Aber Sorgen machen sollten wir uns keine. Immerhin ist sie ja viel sicherer als ihre Schwestern. In der Tat. Habe ich schon erwähnt, dass ich ihren Bau persönlich begleitet habe? Nein, Captain. Das ist mir neu. Wie geht es eigentlich mit der Beladung des Schiffes voran? Gut, Sir. Die Arbeiten sind fast abgeschlossen. Es sollte keine Verzögerung geben. Ausgezeichnet, damit das eine Routinefahrt. Guten Tag. Guten Tag, Sie wünschen? Ich hätte gerne meine Unterlagen für die Britannic. Hier meine Papiere. Ah, Mr. McAdam. Hier sind Ihre Unterlagen. Damit gehen Sie bitte direkt zum Schiff. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Entschuldigung. Sie sind sicher Colonel Anderson? Ja, der bin ich. Und Sie sind? Mein Name ist Percy McAdam und ich soll mich melden. Richtig, Mr. McAdam. Sie stehen hier auf meiner Liste. Ich soll Ihnen aufgrund Ihrer bisherigen Taten im Krieg den Rang eines Captains zuweisen. Was bedeutet das für mich? Sie gehören nun zum hochrangigen Personal. Damit steht Ihnen eine bessere Kabine zu. Das ist aber erfreulich. Ihre Uniform finden Sie dort. Hier ist Ihr Schlüssel. Vielen Dank. Ah, Adam. Claire liebt ja Adam. Sie hat einen sehr guten Geschmack, muss ich sagen. Ah, hier ist auch meine Uniform. Sehr gut. Captain, darf ich Ihnen Mr. Percy McAdam vorstellen? Ah ja, ich habe schon von Ihnen gehört. Ich bin Captain Bartlett und dies ist mein erster Offizier Oliver. Angenehm. Freut mich. Welchen Rang bekleiden Sie denn hier bei uns an Bord? Ich bin Captain im Royal Army Medical Corps. Na dann auf gute Zusammenarbeit, Mr. McAdam. Ich muss Ihnen sicher nicht erklären, wie die Abläufe auf einem Hospitalschiff sind. Nein, Sir, ich kenne mich aus. Sehr erfreulich. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Wickers, führen Sie Mr. McAdam doch in die Räumlichkeiten des RAMK. Zu Befehl, Sir. Bitte hier entlang. Wussten Sie, dass kein Schiff, auf dem er Passagier war, sein Ziel erreicht hat? Gott der Allmächtige, ich sage Ihnen, das ist ein böses Omen. Soll er das Schicksal ruhig herausfordern? Wir sind ja auf einem Hospitalschiff. Wir transportieren medizinische Vorräte. Man darf unser Schiff nicht angreifen. Leinen los! Leinen los! Langsame Fahrt voraus. Langsame Fahrt voraus, Sir. In Ordnung, Männer? Langsame Fahrt voraus. Es geht endlich los.
Haben wir schon eine Nachricht von der Britannic erhalten? Ja, in circa einer Woche müsste sie da sein. Gut, so lange müssen wir noch durchhalten. Volle Kraft voraus. Okay, Männer? Ist volle Kraft voraus. Ihr wisst, was das heißt. Ich will alle 15 Minuten wissen, wie der Ölstand ist. Bei voller Leistung darf der Schmierfilm nicht abreißen. Und sagt mal einer bitte im Kesselraum 6 Bescheid, dass wir mehr Dampfdruck brauchen. Die Leistung ist nicht gut genug. Achten Sie auf die Gleitlage. Wenn die kreischen wie eine kranke Möwe, dann sind sie definitiv zu heiß. Captain? Ah, Oliver. Geschwindigkeit und Kurs bitte halten. Hi. Da können Sie kurz übernehmen. Mr. McAdam. Ja? Genießen Sie Ihre Seereise. Ja, vielen Dank. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich, anstatt Ihrem Privatvergnügen nachzugehen, mehr mit Ihren Pflichten hier an Bord beschäftigen würden. Das tue ich fast ununterbrochen. Gut. Dann behalten Sie bitte immer Folgendes im Kopf. Dies ist ein Hospitalschiff. Wir transportieren medizinische Vorräte nach Mudros. Also bitte lassen Sie die Vergnügungsfahrt am besten bleiben. Ich verstehe schon. Ich gehe da mal besser. Guten Tag, die Damen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. Moore. Kommen wir zunächst zu den allgemeinen Verhaltensregeln gegenüber Patienten. Es ist sehr wichtig, dass Sie mir genau zuhören. Sie müssen sich jetzt entsprechend dieses Vortrags auf Ihre Arbeit vorbereiten. Ah, wie ich sehe, haben Sie alles im Griff. Sehr schön. So, John. Das hier ist meine bescheidene Kabine. Bescheiden? Das ist deutlich mehr als bescheiden. Als Captain lebt man nicht schlecht, was? Man nimmt eben, was man bekommt. Aber erzähl mal, wie geht es dir so? Unverändert. Ich hoffe nur, dass der Krieg bald vorbei ist. Es sind schon genug Soldaten auf dem Schlachtfeld gestorben. Sehe ich auch so. Da müssen wir keine Fahrt mehr begleiten und Claire müsste sich nicht um mich sorgen.
Ich glaube, die Sorge gründet eher auf deine Erfahrung mit Schiffsuntergängen. Bisher hatte ich immer Glück. 3 Havarien nennst du Glück? Das waren eben Verkettungen unglücklicher Umstände. Ich bin sicher, dass dieses Schiff seiner Sache gerecht wird. Wie ist die Lage, Dyke? Wir machen 20 Knoten voraus, Sir. Gut. Sehen Sie zu, dass wir die geplanten 21 Knoten noch erreichen. Die verwundeten Soldaten auf Mudros erwarten uns schon sehnsüchtig. Ja, Captain, das sollte nicht allzu lang dauern. Männer, ich möchte euch an dieser Stelle Captain McAdam vorstellen. Er würde unsere bescheidene Truppe auf dieser Fahrt verstärken. Guten Tag, meine Herren. Ich erwarte, dass ihr Captain McAdam gut einbindet und seinen Weisungen Folge leistet. Das war alles. Wegtreten. Haben Sie noch Fragen? Nein, Sir, vielen Dank. Kommen Sie zu mir, falls etwas sein sollte. Natürlich. Ich werde daran denken. Rettungswesten anlegen. Sir. Zu den Booten. Nicht drängeln. Schön geordnet. Männer, im Ernstfall müssen wir stets die Ruhe bewahren und die Anweisungen der Offiziere abwarten. Die wirken sehr routiniert. Alles reine Erfahrung. Ich habe schon davon gehört, aber ich bin sicher, dass wir an Bord dieses Schiffes nicht über die Übungen hinauskommen. Sagen Sie niemals nie, Mr. McTavish. Oh, gehen Sie gar nicht nach draußen, Mr. Christian? Da draußen ist es schon viel zu voll. Ich erwarte hier meine Anweisungen. Außerdem ist es eh nur eine Übung. Ja, an der wir so gut wie möglich teilnehmen sollten. Könnte ja auch mal ernst draus werden. Gehen Sie ruhig vor. Ich komme danach. Wo sind denn die anderen Ingenieure? Die sind noch unten, müssten aber auch bald hier eintreffen. Gut. Nicht vergessen, im Ernstfall bleibt unten nur noch ein Notfalltrupp zurück. Ich weiß, Sir. Dann hoffen wir mal, dass sich Ihre Kollegen auch daran erinnern. Captain McAdam? Ah, Wickers, was gibt's? Ich überbringe Ihnen eine Einladung zum Abendessen von Captain Bartlett. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Danke. Gerne, Sir. Guten Abend, Mr. McAdam. Setzen Sie sich doch. Guten Abend, Captain Bartlett. Mr. Oliver. Mr. McAdam, na schon angelebt? Ja, ich komme gut zurecht. Vielen Dank. Gut. Nur falls Sie verwundert sind. Ich habe Sie zum Essen eingeladen, dass Sie einen gewissen Status innehaben. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe. Man speist in Kriegszeiten nur selten mit Gentlemen. Aber auch nur in Kriegszeiten. Percy, hallo. Ach, noch wach? Ja, aber etwas frische Luft schnappen. Ist das in Ordnung? Natürlich, alles bestens. Du siehst etwas abgeschlagen aus. Nein, ich bin nur müde. Dann gute Nacht. Gute Nacht. So, das war's. Sie sind an der Reihe, los. In Ordnung. Irgendwelche besonderen Anweisungen? Nein, los. Kurs und Geschwindigkeit halten. Verstanden. Schönen Feierabend, Mr. Oliver. Hast du schon mitbekommen, dass die Weidners an Bord sind? Es sind schon ganz viele berühmte Persönlichkeiten hier.
Das hier wäre dann meine Kabine. Sehr schön, muss ich sagen. Old Dutch, richtig? Wissen Sie, ich war immer ein Fan von Old Dutch. Und die Möbel, die müssten von der Firma Mutters Sohn sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das belgisch ist oder niederländisch, aber die haben immer gute Möbel gemacht. Was darf ich Ihnen bringen, Gentlemen? Ich möchte gerne einen preußischen Himbeertee mit Sauergurken. Dazu noch eine Prise Zimt. Das wäre sehr gut. Die Sahne sollte mit Tomaten gemischt sein, weil Sie müssen verstehen, Tomaten sind sehr gut, wenn man sie mit Himbeertee kombiniert. Dazu noch gerne einen Erdbeermuffin und dazu noch einen, ja, was hätte ich gerne? Einen Gurkenkeks. Das wäre alles. Danke. Na, Lust, eine Lady zum Dinner zu begleiten? Natürlich. Bitte sehr. Er hatte keine Ahnung, dass ich das Geld im Ofen versteckt hatte. Und als er zurückkam, betrunken wie eine Trauergemeinde, zündete er den Ofen an. Was ein blöder Traum. Nach so vielen Jahren immer noch Erinnerung daran. Hä? Hierher, Percy. Max? Komm zu mir, Percy. Max, bist du das? Das kann doch nicht wahr sein. Max, bist du das? Ja. Wie ist das möglich? Wir haben keine Zeit. Ich muss dich warnen. Mich warnen? Wieso? Dieses Schiff ist eine Todesfalle. Aber warum? Dies ist ein Hospitalschiff. Das ist nicht von Bedeutung. Es werden schlimme Dinge geschehen. Schlimme Dinge? Nein, warte! Max! Max! Nein, mein Name ist nicht Max. Oh, Sie haben mich erschreckt. Und Sie haben mich verwirrt. Mit wem reden Sie um diese Uhrzeit? Mit meinem alten Freund. Ist Ihnen nicht wohl? Ich sollte ins Bett gehen. Ja, das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag. Legen Sie sich hin. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Na, haben Sie nichts zu tun? Ja, sieht alles in Ordnung aus. Guten Morgen, Mr. McAdam. Guten Morgen, Mr. Laws. Na, sind Sie auf dem Weg zu Ihrem Dienst? Nein, ich habe heute Vormittag frei. Rentoul übernimmt gerade für mich. Ich bin heute Nachmittag dran. Könnte ich Ihnen dann eine kleine Entspannungsrunde schmackhaft machen? Entspannungsrunde? Meinen Sie die türkischen Bäder? Ganz genau. Sie haben doch gerade Zeit. An für sich spricht nichts dagegen.
Ausgezeichnet. Folgen Sie mir einfach. Wie ich sehe, bin ich nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist. Da haben Sie recht. Noch haben wir keine Patienten an Bord. Kommen Sie, sehen wir uns um. Was ist los? Wir haben einen leichten Defekt am Kondensator. Wie schlimm ist es denn? Es geht schon. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Dann sage ich kurz Mr. Fleming Bescheid. Tu das. Hier sind Sie also. Ich habe bereits nach Ihnen gesucht. Haben Sie nichts zu tun? Ich habe frei, Captain. Hätten Sie etwas Zeit? Ich hätte gerne mit Ihnen gesprochen. Natürlich, ich ziehe mich nur rasch um. Nun denn, ich wollte mit Ihnen über dieses Schiff im Allgemeinen sprechen. So? Ja, Sie haben ja Erfahrung mit den beiden Schwesternschiffen der Britannic, der Olympic und der Titanic. Ich würde lügen, wenn ich das abstreiten würde. Sie müssen wissen, ich habe den Bau dieses Schiffes persönlich begleitet und war beim Einbau der zusätzlichen Sicherheitseinrichtung dabei. Daher möchte ich Sie fragen, was Sie davon halten. Hat dieses Schiff ebenfalls eine doppelte Stahlhülle erhalten? Ich weiß, dass die Olympic verstärkt wurde. Ja, das war eine der ersten Verbesserungen. Dazu sind die wasserdichten Schotten teilweise bis auf das B-Deck erhöht worden und moderne Super Davids wurden installiert. Wir haben versucht, der Britannic sämtliche Schwächen zu nehmen. Das merkt man. Ein großes Problem auf der Titanic war, dass die Scotland Road keine Schotten hatte. Dadurch konnte sich das Wasser weit ins Schiff bewegen. Hier aber sind ganz klar welche vorhanden. Ja, es war offensichtlich, dass es ein Problem war. Mir ist das gleiche aufgefallen, nachdem ich mir die Pläne genauer ansah. Nach Mr. Andrews Ableben hatte die Werft ein paar Schwierigkeiten, weswegen man mich wahrscheinlich gebeten hatte, der Konstruktion beizuwohnen. Ja, Mr. Andrews. Er war an Bord oft unterwegs, um sich mögliche Verbesserungen für die Zukunft zu notieren. Und eben diese Notizen fehlten uns. Wir hatten ein paar seiner Aufzeichnungen von der Olympic. Aber sonst? Wissen Sie, dass das deutsche Schiff Imperator ein Eisberg-Warnsystem hat? Ja, so etwas haben wir hier nicht, aber trotzdem sind wir gut gerüstet. Nun denn, ich will Sie nicht weiter aufhalten. Sie haben sicher noch zu tun. In der Tat. War mir aber eine Freude, Captain. Mir auch. Ah, Captain. Was gibt es? Ich wollte Ihnen melden, dass wir einen Schaden an einem der Dampfkondensatoren hatten. Aber Gott sei Dank konnten wir das Problem mittlerweile wieder beheben. Gute Arbeit. Das hätte Schwierigkeiten gegeben. Weiter so. Danke, Captain. Percy, willst du dich vielleicht zu mir setzen? Es ist Mittagszeit. Wir essen sonst immer zusammen. Na gut. Ich könnte wohl eine Kleinigkeit vertragen. Du wirkst etwas müde. Was ist los? Was soll sein? Schon gestern Abend hast du nicht gut ausgesehen. Und jetzt auch nicht. Irgendwas ist doch, alter Freund. Naja, ist vielleicht nicht ganz so einfach für mich, wie ich gedacht habe. Was meinst du? Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ich hatte einen Traum von der Titanic. Oh, okay. Und danach, nachdem ich wach geworden war, hörte ich Max' Stimme. Du sagst das ja so, als ob ich diesen Max kennen müsste. Ach ja, nein. Du kennst ihn nicht. Er war mit mir auf der Titanic, der Empress und der Lusitania, mit der er schließlich unterging. Das tut mir sehr leid, aber nochmal zu der Stimme. Ich glaube, du hast nur geträumt. Ich könnte schwören, dass ich wach war. Er hat mich gewarnt vor diesem Schiff. Mach mir keine Angst. Ich glaube, du hattest sowas wie eine Halluzination. Geh doch mal zu unserem Schiffarzt. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Captain? Oliver, Sie werden nicht glauben, wo ich Mr. McAdam gerade angetroffen habe. Bestimmt im Schwimmbad, wenn Sie schon so anfangen. Fast. Doch nicht im türkischen Bad? Er hatte frei.
Dann gehe ich eben später in die Sauna. Ich bin ganz froh, dass wir noch niemanden versorgen müssen. So haben wir ein wenig Atempause vor dem großen Ansturm. Ja, da wir die meisten Vorbereitungen schon getroffen haben, können wir jetzt das Schiff erkunden. Warst du schon im Pool? Dürfen wir dahin? Ich dachte, das wäre eine Zone, die nur von Offizieren betreten werden darf. Ich habe gehört, dass man sich zu bestimmten Zeiten anmelden darf. Und dann wird mal geguckt. Auf der Olympic wäre das natürlich nicht möglich. Ach stimmt, du hast ja Erfahrungen mit den Schwesternschiffen. Oh ja, diese Schiffsklasse scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Aber unter einem weißen. Entschuldigen Sie. Wissen Sie etwas darüber, ob die Landausflüge freigegeben werden? Meines Wissens schon. Ich hoffe zumindest. Ich wollte eigentlich an dem Ausflug nach Herculaneum teilnehmen. Ich ebenfalls. Das wird ziemlich beeindruckend. Ich würde übrigens Dr. Moore. Captain McAdam. Angenehm. Grüß dich, Percy. Hallo John. Darf ich vorstellen? Dr. Muir. Guten Tag. Sehr erfreut. Na, möchtest du auch nach Herculaneum? Nee, ich besuche die berühmte Pizzeria Brandi. Na lecker. Da wünsche ich einen guten Appetit. Danke. Und ihr lauft beide in alten Ruinen herum? Du weißt doch, dass ich mich für geschichtliche Themen interessiere. Allerdings. Das Schiff möglichst gut verteuen. Und doppelt. Das Wetter soll sich stark verschlechtern. Und Oliver, kümmern Sie sich um die Aufnahme von Kohle und Wasser. Ja, Sir. Darf ich den Landgang freigeben? Sobald das Schiff sicher liegt und die Bunkerung läuft? Ja. Ei, ei. Ladies and Gentlemen, ich habe Wort vom Captain erhalten, dass Sie das Schiff nun verlassen dürfen. Lassen Sie sich aber gegen Abend nicht zu viel Zeit. Es soll ein Sturm aufkommen. Bleiben die Ausflüge wie geplant? Ja, eine Gruppe nach Herculaneum und eine Gruppe in die Stadt. Ausgezeichnet. Na dann los. Wir wollen keine Zeit verlieren. Ihr habt ja gehört, das Wetter soll schlechter werden. Captain, wir haben nähere Informationen zum Wetter erhalten. Dann schießen Sie mal los. Es sind Sturm und starker Seegang vorausgesagt, so gegen späten Nachmittag bis Abend. Ist das Schiff fertig verteut? Ja, Sir. Und die Crew freut sich auf ihren Landgang. Dann geben wir uns mal Mühe, dass wir noch da sind, wenn Sie zurückkehren. Achten Sie darauf, dass die Kohle gleichmäßig im Schiff verteilt wird, sonst kämpfen wir bald mit Schlagseite. Nett. Wir reisen heute mit Stil, wie ich sehe. Nach Ihnen. Na, Mr. Fleming, bereit für unser kulinarisches Abenteuer? Immer doch. Wo ist denn diese Pizzeria überhaupt? Ich weiß, wo es hingeht. Folgen Sie mir einfach. Captain, die Ausfluggruppen haben das Schiff soeben verlassen. Gut. Hoffen wir, dass alles glatt gehen wird. Sind wir bald da? Gleich hier um die Ecke. Sehen Sie sich all diese Ruinen an. Ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Ja, man kann die Katastrophe förmlich spüren. Ich finde es ja unheimlich, dass die Leichen noch an Ort und Stelle sind. Alles gut konserviert. Die Zeit ist an diesem Ort stehen geblieben. Ist auf jeden Fall eine nette Idee gewesen, unseren Einsatz auf der Britannic mit diesem Ausflug zu verbinden. Es ist interessanter, als die ganze Zeit auf dem Schiff zu verbringen. Allerdings. Allmählich zieht es zu. Zum Glück haben wir uns vorbereitet. Ich hoffe, dass die Ausflugsgruppen bald zurück sind. Mir gefällt das Wetter überhaupt nicht. Ich mache dann mal wieder meine Runde, Sir. Tun Sie das. Liebe Zeit, der Sturm liegt aber richtig los.
Los, schnell ins Schiff. Wenigstens könnten wir uns ein bisschen umsehen. Ja, wäre gerne noch länger geblieben, aber bei dem Wetter. Ja, richtig eklig da draußen. Meine Uniform ist total nass geworden. Ich gehe am besten in meine Kabine und wechsle sie. Machen Sie das, man sieht sich bestimmt wieder. Bestimmt. Na, Herr Doktor, wie waren die Ruinen? Sehr interessant. Und Ihre Pizza? Auch gut. Der Pizzabäcker hat zwar einen Kunden zusammengebrüllt, aber sonst war es eigentlich sehr schön. Zusammengebrüllt? Ja, wahrscheinlich ein Berufskoleriker. Na dann. Nun gut, man sieht sich. In der Tat. Hat heute alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Alles fertig? Ja, mehr können wir nicht tun. Wird schon. Hoffentlich bessert sich das Wetter bald. Sonst verzögert sich die Weiterfahrt. Da haben Sie recht. So können wir auf keinen Fall losmachen. Wissen wir schon Näheres zur Ankunft der Britannic? Nein, aber wir gehen davon aus, dass sie mit einem Sturm kämpfen. Hört sich ja gut an. Hoffentlich kommt die schnell wieder raus. Wir brauchen die Britannic hier dringend. Wir scheinen den Sturm ja ganz gut überstanden zu haben. Zum Glück, aber diese Verzögerung. Naja, vielleicht holen wir die ja wieder rein. Das glaube ich nicht. Dafür saßen wir zu lange fest. Konnten Sie noch was feststellen? Nein, ich konnte keine Beschädigung am Schiff feststellen. Sehr gut. Jetzt müssen wir wieder alles rausholen. Wir haben schon reichlich Verspätung. Ja, Sir. Na? Ist ja wieder etwas besser? Was meinst du? Naja, diese ganze Geschichte mit dem Geist. Ach, der. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich denke, die bisherigen Untergänge haben dir zu stark zugesetzt. Vielleicht. Wie dem auch sei. Ich gehe besser zu Bett. Dann, gute Nacht. Percy. Sei erwartet. Ich habe da ein ganz, ganz mieses Gefühl. Das Wetter ist wieder wesentlich besser. Wie im Urlaub. Zum Glück müssen wir nicht auf U-Boote achten. Ich ziehe mich jetzt zurück. Halten Sie Kurs und Geschwindigkeit, Mr. Oliver. Also. So, Feierabend. Max, dürfte ich dir Dorothy Gibson vorstellen? Sie ist eine Schauspielerin. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Sag mal, Percy, hast du schon von Esthers Hochzeit gehört? Ja, davon habe ich schon mal gehört. Ganz New York spricht davon. Tatsächlich? Ja, es ist ein großer Skandal. Mr. Ismay, ich muss Ihnen sagen, dies ist ein fantastisches Schiff. Das haben Sie sehr gut gemacht. Vielen Dank. Wir haben uns größte Mühe gegeben, ein würdiges Schwesternschiff für die Olympic zu bauen. Sie ist ein wahres Wunderwerk und auf dem neuesten Stand. Apropos Olympic.
Ich habe gehört, es soll auch noch ein drittes Schiff geben, neben der Olympic und Titanic. Wie sieht's denn damit aus? Sie sprechen sicherlich von der Gigantik. Ja, in der Tat. Die wird es auch geben. Ich mache mir große Sorgen, Percy. Der Kapitän verlangsamt das Schiff einfach nicht, obwohl er Eiswarnungen erhalten hat. Eiswarnungen? Ach, glaub mir, die Mannschaft ist gut trainiert. Die weiß ganz genau, was sie tut. Ich denke nicht, dass das passiert. Und Percy? Wie war Ihr Kakao mit Ketchup? Ausgezeichnet. Den sollten Sie auch mal probieren. Na, wenn Sie meinen. Aber ich möchte jetzt gerne ein bisschen frische Luft schnappen. Kommen Sie, Alfred! Ich muss ja sagen, ich halte die U-Boot-Warnung für einen Bluff der Deutschen, um den Reiseverkehr nach England zu behindern. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Percy. Außerdem ist die Lusitania doch viel zu schnell, um gar ein Ziel für die deutschen U-Boote darzustellen. Max! Max, wo bist du? Max! 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 Du hast mich nicht gefunden, Percy. Warum konntest du mich nicht finden? Was hast du falsch gemacht? So viele sind gestorben. Warum konntest du mich nicht finden? Du hast mich nicht gefunden. Dieses Schiff ist ein Todesfall. Ja. Wir haben keine Zeit. Ich muss dich warnen. Sei gewarnt. Was träume ich denn für Sachen in letzter Zeit? Vielleicht sollte ich wirklich mal zum Arzt gehen. Ist etwas Besonderes zu vermelden, Mr. McTavish? Keine besonderen Vorkommnisse. Wickers, geben Sie dem Kapitän Bescheid, wir halten den Kurs. Vorgänge auf dem Schiff sind vorschriftsmäßig. Wir haben herrliches Seefahrtswetter. Geht es dir heute besser? Etwas. Breiten wir das Thema einfach nicht weiter aus. Na, wenn du meinst. Wann ist denn deine nächste Schicht? Um 14:30 Uhr. Hoffentlich kommen wir bald in Mudros an. Hoffe ich auch. Das ganze Personal ist auf Standby. Zeit, dass die etwas zu tun kriegen. Naja. Bisher ist ja trotz Mr. McAdam noch nichts passiert. Gut, da habe ich mir jetzt wohl zu früh gefreut. Was ist passiert? Wir wurden von einer Mine oder einem Torpedo getroffen. Ich kann nicht sagen, was es genau war, aber unsere Funkantenne ist zerrissen.
In dem Zustand können wir keine Nachrichten empfangen, richtig? Korrekt, Sir, aber wir können immer noch welche senden. Gut, schließen Sie alle Schotten, dann senden Sie einen Notruf. Und schicken Sie jemanden nach unten. Ich will einen Bericht über den Schaden. Zu Befehl, Sir. Captain. Oliver, geben Sie Alarm. Alle auf Ihre Posten. Ja, Sir. Siehst du? Ich hab's dir gesagt. Aber du hast mich für krank gehalten. Beruhig dich. Wir müssen jetzt alle auf unsere Posten gehen. Beeil dich. Und ausschwecken! Beeilen Sie sich! Wir hatten eine Explosion im vorderen Bereich des Schiffes in der Nähe des Heizertunnels. Ich brauche sofort einen Schadensbericht. Über wie viele Abteilungen erstreckt sich der Wassereinbruch? Wie stark ist dieser? Und sagen Sie den ganzen Abteilungen, dass wir so viel Dampf wie möglich brauchen, damit die Maschinen noch einsatzfähig sind, sollte die Brücke weitere Instruktionen heruntergeben. Sir? Co, was gibt es? Die vorderen Kesselräume sind überflutet. Außerdem sind die Frachträume davor vollgelaufen. Was? Sind die Schotten nicht geschlossen? Das wissen wir nicht, Sir. Danke, Co. Das hört sich kritisch an. Da sagen Sie was. Die Rettungsboote werden klargemacht. Gut, aber fahren Sie erst auf mein Kommando. Zu Befehl, Sir. Was werden wir jetzt machen? Ich versuche, das Schiff irgendwie zu stranden. Ei. Rettungswesten anlegen. Alle Rettungswesten anlegen. Los, immer weiter. Was tun Sie hier? Es gab doch noch keinen Befehl von der Brücke. Sir, die Männer bestehen darauf, jetzt um Bord zu gehen. Sie gehen kein Risiko ein. Jetzt ist es schon zu spät. Aber warten Sie noch mit den anderen Booten. Und Sie da unten. Nehmen Sie andere Leute auf, die im Wasser treiben, wenn Sie welche sehen. Bleiben Sie nun geortet, meine Herren. Wir werden wahrscheinlich bald evakuieren. Percy, ich glaube, das sind noch nicht alle. Geh doch noch einmal runter und schick noch den Rest hier hoch. Du hast recht. Ich bin gleich zurück. Sir, die Steuerung reagiert nicht. Auch das noch. Na gut, dann müssen wir es so nach Kea schaffen. Ich versuche mit den Schrauben zu lenken. Wenn sie sich unterschiedlich stark drehen, hat das einen ähnlichen Effekt. Versuchen wir es, Sir. Was machen Sie noch hier? Los, gehen Sie an Deck und melden sich bei Major Priestley. Mein Gott. Da bist du. Ich habe dich schon gesucht. Sind die letzten angekommen? Ja, wir sind vollzählig. Aber wir brauchen noch Vorräte für den Ernstfall. Leutnant Starkey hat sich bereit erklärt, Brot suchen zu gehen. Ich werde dasselbe tun. Gute Idee. Ich helfe auch. Aber zuerst muss ich wissen, wie es um das Schiff steht. Begib dich aber nicht in unnötige Gefahr. Keine Sorge. Ich bin erfahren. Wie es aussieht, versagen die Schotten. Kein gutes Zeichen. Abführen. Gleichmäßig abführen. Weiter.
Los! Ja, ganz langsam. Da wollen wir mal. Auf zur Küche. Was war das? Hast du, als wäre jemand in Gefahr? Was tun Sie denn noch hier? Oh, ich wollte nur einem Freund einen Gefallen tun und für ihn etwas holen. Lassen Sie das. Es ist zu spät dafür. Jetzt haben Sie sogar noch den Knöchel verstaucht. Ja, ich weiß. Können Sie mir die Treppe hochhelfen? Ja, kommen Sie. So. Auf geht's. Los, kommen Sie. Die Tür ist direkt da vorne. Wir haben es gleich geschafft. Hier durch, bitte. So meinen Sie, Sie schaffen es jetzt? Ja, ich kann mich ja wohl noch nach oben schleppen. Danke. Beeilen Sie sich. So, jetzt nur noch das Brot holen. Ach Gottchen. Warum habe ich eigentlich keinen Korb mitgenommen? So. Nein! Ich musste raus! Weg mit dem Brot! Gott! Ah! Die Massen sind zu stark! Verdammt! Ah! Ah! Puh. Toll! Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Halten Sie still. Ich versorge Sie jetzt nur dürftig. Danach bringen wir Sie von Bord. Ah, da ist er ja. Mein Hut. Jetzt aber raus hier. Hier ist ja alles leer. Da war wohl schon jemand vor mir hier. Bitte kümmern Sie sich um die Verletzten und bringen Sie sie an Deck. Captain McAdam. Dr. Muir? Haben Sie noch Verletzte gesehen, die noch nicht versorgt wurden? Verletzte? Ja, ein paar Männer sind bei der Explosion verletzt worden. Nicht, dass ich wüsste. Ich würde gerne noch einmal nach unten gehen und nachsehen. Wollen Sie mich kurz begleiten? Das kann ich machen. Aber da werden Sie nicht weit kommen. Das Wasser steht schon auf dem E-Deck. Dann sollten wir vorsichtig sein. Du liebe Zeit. Wasser ist ja schon sehr weit vorangeschritten. Sag ich doch. Da will doch keiner mehr sein. Das kam von da drüben. Kommen Sie!
Hallo? Ist da jemand? Scheint niemand mehr hier zu sein. Lasst uns wieder nach oben gehen. Nö, nicht schon wieder. Sie haben recht, wir sollten hier weg. Das war mal wieder viel zu knapp. Ich dachte wirklich, da wäre noch jemand. Jetzt jedenfalls nicht mehr. Ja, lassen wir uns wieder raufgehen. Ich muss mich weiter um die Verletzten kümmern. Gehen Sie schon vor. Ich komme nach. Gut, seien Sie vorsichtig. Das werde ich. Das Schiff sinkt viel zu schnell. Da muss irgendwas mit dem Schotten schiefgelaufen sein. Haben Sie gut Zeit, Captain? Gibt's was Wichtiges? Ja, ich war eben unten in der Empfangssaal. Das Wasser befindet sich bereits in den Kabinengängen, ganz vorne. Das Schiff sinkt schneller, als es sollte. Das dachte ich mir auch schon. Probleme mit den Schotten? Wir wissen von Zeugen aus den vorderen Kesselräumen, dass das Wasser sich stark ausbreiten konnte. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Schotttüren nicht ganz geschlossen sind. Aber selbst dann sollte es nicht so schnell sinken. Ich weiß auch nicht, was los ist. Vielleicht tragen meine Manöver dazu bei. Versuche zu stranden. Vielleicht sollten Sie das bleiben lassen. Es ist die einzige Möglichkeit, das Schiff noch irgendwie zu retten. Wenn das Wasser jetzt schon das Seedeck erreicht hat, wird es wohl kaum noch aufhören. Auch das ist richtig. Dann viel Glück. Ich gehe wieder zu meinen Leuten. Tun Sie das. Geben Sie wieder Alarm. Und Vickers, es ist Zeit für Sie von Bord zu gehen. Zu Befehl, Allmählich bin ich etwas beunruhigt. Machen wir einfach weiter. Und? Hast du etwas Brot finden können? Ja, aber das Wasser hat mich überrumpelt. Ich konnte es nicht hochbringen. Schade, aber wenigstens ist dir nichts passiert. Hast du da unten Starkey gesehen? Nein, da war so gut wie niemand mehr. Er hätte sich längst melden müssen. Ich sehe nochmal nach. Aber bleib nicht zu lange. Wir wollen bald von Bord gehen. Beeile mich. In Ordnung, versuchen wir es noch einmal. Stoppen Sie die Evakuierung und lassen Sie die Maschinen volle Kraft vorausfahren. Steuerbordmaschine, stopp! Backbordmaschine weiter volle Kraft voraus. Fahrt er denn wieder Fahrt auf? Er wird wissen, was er tut. Ich hoffe nur, wir bereuen das nicht. Wasser wird ja förmlich ins Schiff gezogen. Ich muss gleich mal mit Bartel sprechen. So geht's nicht weiter. Aber erst gucke ich noch mal nach Starkey. Starkey? Sind Sie hier? Starkey? Starkey? Hallo? Hier spricht Captain McAdam. Starkey? Nee, hier ist er auch nicht. Aber was ist das? Das ist ja Brot. Das nehme ich lieber an mich. Verdammt. Wie schnell sinkt das bitte? Ich brauche einen anderen Weg. Vielleicht komme ich über die zweite Kasse raus. Captain, das sieht nicht gut aus. Das Wasser steigt sehr schnell im Schiff und der Bug sinkt immer tiefer. Wie geht die Evakuierung voran? Ist der Rest soweit? Ja, sie halten sich bereit und ich glaube nicht, dass wir es bis zur Küste schaffen. Gut.
Stoppen Sie die Maschine und setzen Sie die Evakuierung fort. Mindestens haben wir es versucht. So, das sollte... Hey, was ist los? Warum geht die nicht auf? Ist die abgeschlossen? Dann eben anders. Warten Sie! Percy ist noch nicht wieder da. Und Starkey fehlt auch noch. Wir können nicht warten, die werden schon zurechtkommen. Machen wir, dass wir wegkommen. Aber Sir! Und abführen! Das schöne Schiff. Alles umsonst. In Ordnung. Geben Sie die letzten Befehle an den Maschinenraum weiter. Und betätigen Sie den Alarm und das Horn. Okay, Männer. Es ist soweit. Die komplette Maschinenanlage wurde abgesetzt. Die Maschinen ruhen. Wir haben Befehl, das Schiff zu evakuieren. Bitte sofort alle an Deck. Macht das wie in den Übungen und lasst keinen zurück. Schaut nochmal nach, dass keiner hier unten bleibt. Wir wollen alle an Deck haben. Und macht schnell. Das sieht nach einem Weg aus. Ob die unten schon alle weg sind? So viel Zeit habe ich, denke ich. Dann könnte ich mir ein direktes Bild von der Lage des Schiffes machen. Bei den Dynamos ist keiner mehr? Sind die denn? Bei den Turbinen ist auch keiner mehr? Im Maschinenraum auch nicht? Ist die Lage schon so schlimm? In dieser kurzen Zeit? Dann sollte ich auch zusehen, dass ich hier rauskomme. Ah! Raus mit Ihnen! Verlassen Sie das Schiff. Jedermann für sich selbst. Es sind alle von Bord, Captain. Zumindest soweit ich das sehen konnte. Gut, gehen Sie jetzt auf. Schnell! Ich bin direkt hinter Ihnen. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tja, da ist das Boot wohl überflüssig. Gott, der Allmächtige. Seht ihr Percy schon irgendwo? Der muss doch irgendwo treiben. Ach, ich kann nicht laufen. Verdammt.
Captain, sind Sie in Ordnung? Wo ist Laws? Er soll mal diese unnötigen Toten erklären. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn vorher nur kurz gesehen. Bitte, Mr. Conway. Sie müssen doch irgendwo Informationen zu Percy haben. Wenn ich es Ihnen doch sage, ich erstelle bereits seit einer halben Stunde eine Liste mit Überlebenden. Mr. McAdam ist bisher nicht dabei. Das kann nicht sein. Nicht Percy. Was ist denn hier los? Mr. Fleming vermisst jemanden namens Percy McAdam. Wissen Sie vielleicht mehr? Nein, tut mir leid. Aber wenn er bis zuletzt auf dem Schiff war, dann habe ich wenig Hoffnung. Wie sieht die Liste aus, Mr. Conway? Nach bisherigem Stand haben wir 30 Tote zu beklagen, die in die Schraube geraten sind. Und wir können Mr. McAdam nicht finden. Warum nicht? Ich habe angeordnet, dass alle das Schiff zu verlassen haben. War er noch drin? Davon ist momentan auszugehen. Das heißt, er habe nach Starkey gesucht. Ein unnötiger Verlust mehr. Gut, machen Sie weiter. Ich muss zusehen, dass ich an Kleidung komme und dann möglichst schnell Bericht erstatte. Ja, Sir. Das nennen Sie einen Kaffee? Psst. Als erstes werde ich nach Hamburg reisen, denn dort soll in nächster Zeit mal der Imperator einlegen. Cool, ich schreibe. Interessant. Ich mag Spiele. Was muss ich tun? Du musst den loskaufen. Kostet $1. Ich habe dich gewarnt. Was ist das hier? Das, mein Freund, ist die Ewigkeit. Jetzt komm. Wohin? Zu den anderen. Ein Telegramm? Danke. Die Britannic ist gesunken? Das sind schlimme Neuigkeiten für meine Patienten. Sehen Sie zu, dass Sie so viele Hospitalschiffe wie möglich hierher bekommen. Wir müssen den Verlust der Britannic irgendwie ausgleichen. With no hint of impending tragedy, Captain Pruss brings the Hindenburg over the airport at dusk. On board, passengers are eagerly awaiting to disembark, many filled with thoughts of home. Everything goes smoothly as the ship is gradually lowered. Ballast is dropped. At less than 300 feet from the Earth, the ground crew of 200 sailors and civilians grabs the ropes. In 5 minutes more, the ship will have landed. Guten Tag, mein Name ist Henry Percy McAdam.